Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir, dem MystiQ von TR Gaming, und wir spielen heute ein spezielles Spiel, das nennt sich das Stanley Parable. Ich kenne das Spiel nicht und wenn ihr das nicht kennt, dann sind wir zu zweit sozusagen. Und ja, ich bin gespannt, es soll sehr, sehr gut sein, vor allen Dingen wie die Geschichte erzählt wird und so. Deswegen würde ich sagen, legen wir gleich los, begin the game. Ich werde die Sachen übersetzen, denn es ist nur auf Englisch. Gibt's auf Steam. Ich habe es jetzt auf Englisch installiert, man könnte es theoretisch auch auf Deutsch installieren. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on the keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. Das ist ja mal gut. Wir sind also Stanley und wir sitzen den ganzen Tag an einem Computer und drücken Knöpfe. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. So, also jetzt kann ich mich bewegen. Ich habe zwar keinen Körper oder sowas, ich bin nur eine schwebende Kamera sozusagen. Und es ist also kein Befehl reingekommen für den ganzen Tag. Und wir sind hier und wir wissen nicht, was wir zu tun haben. Denn, ja, normalerweise kamen die Befehle über den Monitor rein und da stand, drück diesen Knopf so und so lange. Und heute ist es nicht passiert. Deswegen müssen wir aber rausfinden, warum das so ist. Und er stand auf und ging aus seinem Büro raus. Und guckt sich ein bisschen um. Ich werde versuchen, das Ganze zu übersetzen. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. All unsere Mitarbeiter sind deswegen weg. Stanley looked, he couldn't find a trace of his coworkers. Ist ja geil. Egal was ich mache, kriege ich eine Mitteilung von diesem Sprecher. Also, wenn ich jetzt irgendwas tue, dann sagt der Sprecher genau das, was ich getan habe. Das finde ich cool. Auf jeden Fall, wir müssen zum Meeting Room, also zum Konferenzraum, weil vielleicht haben wir ein Memo verpasst und vielleicht arbeiten wir heute gar nicht. Vielleicht ist heute ein Feiertag, ich weiß es nicht. Deswegen gucken wir mal nach, wo zum Teufel dieser Raum ist, dieses Sitzungszimmer. Hier ist es nicht. Was gibt's denn hier Schönes? Sieht ja alles gleich aus. Himmel, Herrgott, wo zum Teufel bin ich gelandet? Was soll das? Ist schon ein bisschen furchteinflößend, so ein Büro ohne irgendwelche Menschen. Aber Stanley war ja glücklich, deswegen... Er war glücklich, solange er Befehle bekam. Und jetzt, wo er keine Befehle mehr bekommt, ist er nicht mehr glücklich. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Ich kann aber auch in die rechte reingehen, wenn ich das will. Also der Sprecher sagt, er ging in die linke Tür. Jetzt mache ich was anderes, gehe ich in die rechte Tür. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Ist ja geil. Ich habe eine Entscheidung getroffen und deswegen antworte. Also es ist nicht der richtige Weg, aber naja, egal. Dann gehen wir halt den falschen Weg. Gibt's auch nichts zu tun. Ha! Hier ist die Angestellten-Lounge. Truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Ja, genau. Stanley simply stood here, drinking it all in. Er guckte sich also in dem Raum um und genoss die Ansicht von diesem super geplanten und super umgesetzten Raum. Yes, really worth being here in the room.
A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. Der verarscht mich, der sagt, ich soll mich gefälligst beeilen. Das war das versteckte, beziehungsweise die versteckte Mitteilung. Point, but at last he'd had enough of the amazing room and took the first open door on his left to get back to business. Okay, erste Tür auf meiner linken Seite. Das ist die hier, aber ich könnte auch geradeaus gehen. Soll ich nochmal was machen, was ihr nicht gesagt habt? Egal, ich mach das hier. Hier. Stanley was so bad at following directions, incredible he wasn't 5 years ago. Ist ja geil. Aber ich komme auch nicht mehr zurück. Das ist cool. Ich kann einfach mal eine Entscheidung treffen und dann muss ich damit leben. Das ist, finde ich super. So. Wir sind also, was ist es hier? Ein Storage Room? Also so eine Ablagestelle? So ein Lager oder sowas? Ja, mal gucken. Dann gehe ich hier kurz auf den Fahrstuhl. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. Ja, die Geschichte geht you've been uns. neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. Wer ist denn sie? Also es gibt also eine sie anscheinend. Ich habe jetzt zweimal den falschen Weg genommen. Your chance to redeem yourself, to put your work aside, to let her back into your life. Wer ist zum Teufel ist denn sie? Wer ist sie? Dann gehen wir halt hier lang. Hier kann ich kann ja gar keinen anderen Weg wählen. Hier ist schwarz. What the fuck? You need to be the one to do this. Pick up the phone. Hä? Oh, Stanley, is that you? Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. All right. Okay, there we go. All right, now, I want you to come in and tell me all about your day. What the fuck? Gotcha. Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife who'd want to commit their life to you? I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. Ist ja geil. Wir haben also doch, aber ihr merkt hier, 427 ist auch unsere Hauswohnung. Irgendwas hat's mit der Zahl auf sich. Ich könnte jetzt da reingehen. But you're in my story now. What the fuck? Der Sack hat mir einfach die Tür, also den Weg versperrt. Okay, dann gehen wir halt hier rein. Das ist also unsere Nichtfrau. Nein, sterbe ich jetzt oder was? Good morning, Employee 427. Press 5 on your keyboard. Ich soll also 5 auf meinem Keyboard drücken. 5? Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him, and every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. X drücken. Ja gut, dann drücken wir halt X. Ich kann ja nichts anderes machen. Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. Also ein bisschen kommt mir das ja vor, als ob das irgendwie so ein bisschen eine Kritik wäre an mir als Spieler in dem Sinne, weil ich mache ja auch nichts anderes, als Knöpfe zu drücken und genau das zu tun, was mir das Spiel vorschreibt zu tun. Das ist eben die Frage. Ist das ernst gemeint oder ist das eine Geschichte oder ist das jetzt tatsächlich eine Kritik an mir als solches, als Spieler, der genau das tut, was ihm gesagt wird? Dann drücken wir halt Z. But in his mind, he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown, fantastic discoveries of new lands. It was wonderful. And each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. Okay, Fernseher schauen. Wo ist zum Teufel der Fernseher? E drücken. And so he began to fantasize about his own job. First, he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. The thought excited him terribly.
Ha, ist ja geil. Also er hat sich das also vorgestellt und das ist tatsächlich passiert. Also anscheinend. Er hat sich vorgestellt, dass alle seine Mitarbeiter plötzlich verschwinden. Und das ist ja auch passiert, wie wir herausgefunden haben. Aber kann ich mit den Jungs ein bisschen rumhängen. So, he went further. He imagined that he came to two open doors and that he could go through either. At last, choice. Hammer. It barely even Das ist so mattered geil. what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. Ist ja der Hammer. Ich glaub's nicht. Also jetzt wird mir praktisch die Geschichte, also dass meine Entscheidungen, die ich vorhin getroffen habe, werden mir jetzt vorgehalten. Und tatsächlich ging es da auch nur darum, dass Stanley plötzlich eine Wahl hatte und plötzlich auswählen konnte. Und nur diese eine Tatsache, dass er sich die Wahl hatte, irgendwas auszusuchen, hat ihn extrem, machte ihn glücklich, beziehungsweise erregte ihn auf eine gewisse Art und Weise. Und deswegen drücken wir jetzt 8, weil wir das so tun müssen. As he wandered through this fantasy world, he began to fill it with many possible paths and destinations. Down one path lay an enormous round room with monitors and mind controls. And down another was a yellow line that weaved in many directions. And down another was a game with a baby. And he called it the Stanley Parable. Okay, ihr merkt, mit jedem Knopf, den ich drücke, wird dieser Raum hier, der vorhin meine Wohnung war, wird mehr und mehr zu meinem Büro. Also jetzt sind plötzlich hier diese Karteilager, hier noch eins, der Fernseher ist weg. Und jetzt kann ich meinen Kindern eine Geschichte erzählen, Kindern, die ich gar nicht habe. It was such a wonderful fantasy, and so in his head he relived it again, and then again, and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end. That he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. Okay, also es geht im Endeffekt gar nicht darum, dass also er hat sich, das finde ich jetzt ein bisschen absurd, also er hat sich das Leben ausgesucht, das er hat, also die Tatsache, dass er einfach vor dem Computer sitzt und ständig einen Knopf drücken muss. Und trotzdem wünscht er sich ein Leben, in dem er frei ist und ein Leben, in dem er selbst entscheiden kann und dass auch die Entscheidungen, die er trifft, auch eine Auswirkung haben auf irgendetwas. Weil ich meine, die Knöpfe, die er gedrückt hat, das war nicht seine Entscheidung und zusätzlich wusste er nicht, was damit passiert. Deswegen, ja, ich muss sagen, ich bin momentan gerade ein bisschen baff. Muss ich meiner Frau sagen, dass ich sie liebe. But there is no answer. How could there possibly be? In reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing has changed. The longer he spends here, the more invested he gets, the more he forgets which life is the real one. Okay, also je länger er sich hier aufhält und je länger er darüber nachdenkt, wie sein Leben doch sein könnte, obwohl es gar nicht so ist, desto mehr merkt er, dass es gar keine Antwort darauf gibt und dass es gar keine Möglichkeit gibt, von dem Leben zu flüchten. And I'm trying to tell him this, that in this world he can never be anything but an observer, that as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. Okay, also wenn ein Knopf kommt, dann muss ich den nicht drücken. Das heißt, das E lasse ich jetzt mal weg. Ich drück's nicht. Was passiert dann? Das Geile finde ich auch, dass der Erzähler tatsächlich mehr weiß als ich. Also es ist nicht wirklich ein Erzähler, der meine Geschichte erzählt, sondern es ist ein Erzähler, der seine Geschichte auf mich aufdrücken will. Und das finde ich jetzt ein bisschen übel. Aber es passiert nichts. Es passiert nichts. Wenn ich E nicht drücke, dann passiert gar nichts. Ich muss E drücken. Er hat mir zwar gesagt, ich soll es nicht machen, aber ich drücke es trotzdem. You see? Can he just not hear me? How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself? Ich könnte jetzt mit P, kann ich jetzt einfach keine Fragen mehr stellen und einfach weiterhin das tun, was ich bis jetzt getan habe. Dann drücke ich P. I suppose I can't, not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. I must. Perhaps, well, maybe this time he'll see. Maybe this time. And I tried again. Please die. Stanley pushed a button. And I tried again. And Stanley pushed a button. And I tried.
the fuck? Was zum Teufel ist jetzt gerade passiert? Das Spiel hat sich beendet. Also nicht wirklich, also doch. Ich habe die Sachen, die mir dieser Erzähler gesagt hat, nicht befolgt. Deswegen, ja. Gut, dann machen wir es halt nochmal und suchen unsere Mitarbeiter. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Sie merkt, das Spiel ist sehr, 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 sehr kurz, aber sehr, 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 sehr intensiv, finde ich jetzt persönlich. Also die Geschichte, die führt nicht nur dazu, dass ich mir um Stanley Gedanken mache, sondern auch, dass ich mir um mich selber Gedanken mache. Also dass ich darüber nachdenke, wie mein Leben tatsächlich ist oder ob meine Entscheidungen in meinem Leben tatsächlich einen Einfluss haben auf irgendwen anders oder... Ha. Seltsam. Das finde ich jetzt speziell, muss ich sagen. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Dann gehen wir jetzt links rum. Und die Geschichte geht weiter. Hier ist also das Sitzungszimmer. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Ja, hier ist auch keiner, deswegen gehen wir jetzt zum Chefbüro, also zum Büro des Chefs und gucken danach, ob da was passiert ist oder ob wir da eine Antwort auf unsere Fragen finden. Ich könnte jetzt aber auch noch Coming to a unten gehen. staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Okay, gut, dann gehe ich jetzt auch nach oben. Jetzt mache ich einfach alles das, was er mir sagt, was ich tun muss. Ich habe ja keine, also dann geht die Geschichte wenigstens weiter. Das Büro des Chefs. Und rein. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number. 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Aber du hast bisher gerade erzählt, also was kann ich machen? Weiß ich das, die Kombination weiß ich ja jetzt. 2, 8, 4, 5. Drück mal. 2. Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know, yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Okay, also unser Chef hat also uns etwas verheimlicht und wir werden dann gleich rausfinden, was er uns verheimlicht hat, denn wir haben ja über purer Zufall haben wir die Kombination rausgefunden und können jetzt hier weitergehen. Obwohl wir die Kombination gar nicht hätten wissen können. Gut. Es gibt's hier nix. Hier ist ein Fahrstuhl. Übrigens, für die, die sich fragen, das Spiel basiert auf der Source Engine, wie viele andere Spiele auch. Ich denke, das wurde auch mit Garys Mod erstellt oder sowas. Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Okay, uns wird also jetzt versprochen, dass wir bald eine Antwort auf all unsere Fragen bekommen werden. Ich bin ja gespannt. Stanley walked straight ahead through the large Mind door that Control read Facility. Mind Control Facility. Gehirnkontrolle. Escape. Soll ich flüchten? Oder soll ich da reingehen? Flüchten oder da reingehen? Das ist eben die Frage. Also das Spiel hat so viele mögliche Enden, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich tun soll. Okay, ich gehe jetzt da rein, fertig. Interessiert mich jetzt zu wissen, was hier passiert.
The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Jetzt kann ich nicht mehr zurück, oder? Nein. Nein, nein, nein. Ich muss weiter. Und weiter geht's. Gedankenkontrollzentrum. Okay. Was ist zum Teufel passiert denn hier? Schon ein bisschen verrücktes Spiel. Kameras? Hier ist nix. Okay, immer eine Wahl habe ich. Oder zwei. Now the monitors jumped to life. Whoa! Their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Wir haben also keine Freiheit. Wir waren immer nur ein Objekt, das beobachtet werden wollte oder beobachtet wurde. Seht ihr hier all die fired. Rausgeschmissen. Was waren wir? 427. 427, da ist es. Das ist unser Büro. Ha. Weiter. Fahrstuhl. This mind control facility, it was too horrible. Sie sagen to Aufzug believe und it could Fahrstuhl be gleichzeitig true. und dann ist Fahrzug Had Stanley rausgekommen. really been Geil. under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Seltsam. No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? Das erinnert mich jetzt ein bisschen an die Truman Show, also an die Tatsache eben, dass das Leben, was er geführt hat, möglicherweise gar nicht sein Leben war, sondern nur ein Leben, was ihm jemand anders aufgebrummt hat, beziehungsweise jemand anders für ihn so entschieden hat, dass sein Leben so sein wird. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad. Or sad. Or content. Ist ja geil. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Stanley möchte also die Maschine zerstören, also die Maschinerie zerstören, die sein Leben zerstört hat. Und dafür sorgen, dass diese Maschinerie kein Leben irgendjemand anderes zerstören kann. Sehr geil. Offline. Alles ist kaputt. Und da reichte es, einen Knopf zu drücken und der Angestellte Nummer 427 war glücklich. Dann schließen wir diese ganze Anlage, machen wir es kaputt. Hier in der Facility Power, also das ist die Fabrikenergiezentrale. Mind controls idle, awaiting input. Das heißt, Gedankenkontrolle ist pausiert. Wir warten auf einen Input. System When at last he ausschalten. found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Schalten wir das Ding ab. Was zum Teufel ist passiert? Blackness and a rising Alles chill of schwarz. uncertainty. Was it over? Die Kälte der Unsicherheit. War es vorüber? Yes. He had won. Er hatte He had gewonnen. defeated the machine. Er hat die Maschine Unshackled geschlagen. himself from someone else's Sich selbst command. befreit von Freedom den was Befehlen mere jemand moments anders. away. And yet, Die Freiheit war nur even wenige as the Momente immense weg. door slowly opened, Und Stanley die Tür ging reflected langsam on auf. how many Und puzzles Stanley hat still darüber lay nachgedacht, wie viele Where had his Fragen noch co-workers offen waren. gone? Wo sind How seine had he been Mitarbeiter? freed from the machine's grasp? Wie konnte er von der What Maschine other befreit mysteries did werden? this strange building hold?
But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Also Stanley hat darüber nachgedacht, was dann noch für Fragen offen waren. Wo waren seine Mitarbeiter? Warum wurde er befreit und wer hat ihn befreit? Oder vielleicht wollte er gar nicht befreit werden, sondern es war nur ein Loslassen von dem ganzen Leben, was er vorhin geführt hat. Und er wollte eigentlich nicht antworten, sondern er suchte nur das Glück. Und vielleicht, und das war eigentlich auch das Einzige, was er wusste, dass er ab jetzt frei war und ab jetzt sein Leben leben konnte, wie er es wollte und nicht wie jemand anders es ihm vorschrieb. Und das war das Einzige, was ihn glücklich machte. Und er ging durch die offene Tür nach draußen. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Und er hatte das Glück gefunden. Ja, ich weiß nicht, ob das Spiel jetzt vorbei ist. Falls es das sein sollte, das wäre richtig krass. Ja, und jetzt könnte ich die Geschichte nochmal von vorne beginnen. Mache ich jetzt aber an dieser Stelle nicht. Was ich aber mache, ist, ich frage euch, was denkt ihr über dieses Spiel? Ist es überhaupt noch ein Spiel? Ist es nur eine interaktive Geschichte? Oder ist es ein Ansporn, darüber nachzudenken, wie wir unser Leben führen? Und was mich auch interessieren würde, ist eure Interpretation von dem Ganzen, was wir jetzt zusammen hier erlebt haben. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und schreibt mir bitte all diese Antworten oder diese Antworten auf die Fragen, die ich gerade gestellt habe, unten in die Kommentare rein. Ich bin absolut gespannt, was ihr darüber denkt. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich bin MystiQ von TR Gaming. Bis dann.